Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande. Der Name Metz klingt einigen vielleicht noch im Ohr als Traditionshersteller hochwertiger Fernseher. Aber das hier ist kein Fernseher, sondern das ist ein selbstentwickeltes Lastenrad mit einem selbstentwickelten Motor. Das Metz E-Packer XL. Die Geschichte von Metz ist durchaus bunt. Es gibt jetzt mittlerweile zwei unterschiedliche Unternehmensteile, die von unterschiedlichen Unternehmen gekauft wurden. Einmal die Metz Consumer Electronics und die Metz Mobility. Und ihr könnt jetzt mal in den Kommentaren raten, wer der Hersteller dieses Produkts ist. Und da, wo es einen E-Packer XL gibt, gibt es auch einen E-Packer und einen E-Cruiser und den Mover. Und das sind natürlich alles Produkte von der Metz Mobility. Und alle diese Produkte haben gemein, dass sie erstens komplett von Metz selbst entwickelt wurden und zweitens komplett von Metz selbst in Deutschland gefertigt werden. Und das ist wirklich außergewöhnlich. Und in diesem Video wollen wir uns das Metz E-Packer XL einmal ganz genau ansehen. Aber das wird nicht das einzige Video zu diesem Rad sein, denn am Ende der Testphase werden wir es noch einmal bewerten, denn wir werden es in den nächsten Wochen als Familie ohne Auto im Alltag bewegen. Deswegen, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert auf jeden Fall jetzt einmal diesen Kanal. Allgemein lebt der Kanal von eurer Interaktion, deswegen würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben freuen und auch über einen Kommentar, zum Beispiel übers Fahrradfahren, wie toll ihr das findet. Ein Loblied aufs Fahrradfahren möchte ich jetzt einmal mal in den Kommentaren lesen. Damit helft ihr, dass dieses Video möglichst vielen Leuten angezeigt wird. Vielen Dank! Und jetzt geht es ums Rad. Metz nutzt für seine Räder das klassische Rahmenbaumaterial Stahl, wodurch das gesamte Rad eine insgesamt sehr klassische Anmutung bekommt, mit schönen schmalen Rohren und schönen Rundungen. Sowohl hier vorne bei Ober- und Unterrohr, als auch hier hinten, wo Sitzstrebe und Kettenstrebe aus insgesamt einem langen geformten Rohr bestehen, das in verschiedenen Dimension eben geformt ist und dann zu einem Stück zusammengesetzt wird. Das finde ich ziemlich schick. Von diesen wenigen geschwungenen Grundrohren gehen dann diverse Abzweigungen ab, um sowohl den Rahmen stabiler zu machen, als auch die ganzen Teile dran zu bauen, die ein Fahrrad so braucht, wie zum Beispiel das Hinterrad. Und natürlich auch die ganzen Anbauteile wie die Gepäckträger. Den Rahmen gibt es in 5 verschiedenen Farben und die ganzen Anbauteile, Gepäckträger und auch Gabel sind dann immer schwarz. Longtails haben die Angewohnheit, dass das Heck sehr lang ist. Longtail halt. Und deswegen muss auch die Antriebseinheit bzw. die Kette noch mal etwas länger sein und trotzdem straff sitzen. Metz löst das hier auf der einen Seite mit einem Kettenspanner, der hier direkt unter der Enviolo montiert ist und die Kette spannt, als auch mit einer Führungsrolle, die dafür sorgt, dass die Kette nicht hier unten runter bamselt, sondern dass der Weg von dieser Führungsrolle bis zum Kettenspanner etwas kürzer ist und die Kette insgesamt noch mal etwas straffer sitzt. Aber diese Leitrolle hier hat auch noch den Effekt, dass Platz gemacht wird für den Ständer. Und wo wir jetzt gerade hier unten sind, sprechen wir mal über den Motor. G8 heißt der, hat nichts mit irgendeinem Gipfel zu tun, ist ein klassischer 250 Watt Nenndauerleistung Motor für den europäischen Markt und hat einen Drehmoment von 85 Newtonmeter. Das ist genauso viel wie ein Bosch Performance CX Motor. Der hier soll aber noch mal eine ganze Ecke leiser sein. Das werden wir nachher mal auf die Probe stellen. Es gibt ihn als sogenannte PowerTech-Version auch noch in den Abstufungen mit 55 und 75 Newtonmeter Drehmoment und als Cargotec-Version mit 125 Newtonmeter. Dann ist er allerdings nicht mehr leise. Und
die Spitzenleistung bei den stärkeren Modellen, also bei dem PowerTech mit 85 Newtonmeter und dem Cargotec mit 125 Newtonmeter, hatte eine Spitzenleistung von 500 Watt. Die E-Packer-Modelle sind auch so ein bisschen das Aushängeschild für diesen Motor, denn den bietet Metz auch als OEM für andere Fahrradhersteller an. Wenn ihr also Fahrradhersteller seid und nach einem Motor sucht, der kräftig genug ist und in Deutschland hergestellt wird, dann schreibt doch einfach mal Metz an. Bedient wird das Ganze dann über dieses Display. Wir schalten es mal an und hier kann man alle möglichen Sachen auf einen Blick erkennen. Wir haben hier den Batterieladestand, die Geschwindigkeitsanzeige und eine weitere Anzeige, die sich durchschalten lässt und die wirklich sehr viele Details anzeigen kann. Es gibt die 4 Unterstützungsstufen Ultra, Power, Sport, Eco und natürlich Aus. Und das Ganze klingt ein bisschen so wie die Bechergrößen bei Starbucks. Einfach alle groß. Das Ganze lässt sich dann auch noch per Bluetooth mit dem Smartphone koppeln und dann gibt es auch noch eine Navigationsfunktion, mit der man dann die Navigationsdetails hier auf dem Display anzeigen lassen kann. Das finde ich ziemlich cool. Aber lassen wir uns nicht von dem ganzen Technik-Schnickschnack ablenken. Das hier ist ein Lastenrad und es kommt standardmäßig mit dem hinteren Gepäckträger. Der vordere Gepäckträger ist optional, aber der hat eine ziemlich coole Funktion. Der ist erstmal richtig schön groß. 30 x 40 cm, also eine halbe Eurobox passt hier ohne weiteres drauf und dank dieser Streben lassen sich auch alle möglichen Gegenstände drauf verzurren. Und dann ist er hier noch so mit richtig schön klassischem Holz beplankt. Das finde ich auch schick. Hier ist dann so ein kleiner Sticker. Zuladung vorn 20 Kilogramm und hinten 30 Kilogramm. Hinten? Das Besondere an diesem Gepäckträger ist das MTS-System, beziehungsweise MTS. Das Metz-Transportsystem. Hier ist nämlich ein Drehknopf, den kann man aufdrehen und dann lässt sich dieser Gepäckträger ganz einfach demontieren. Und hier vorne ließe sich dann auch ein anderer Gepäckträger aus dem MTS-System einfach montieren. Das normale Packer, das kleine, das kommt mit so einer Aufnahme vorne und hinten und kann deswegen zum Beispiel 2 dieser Gepäckträger, einen vorne, einen hinten montieren und damit vorne 20 Kilo, hinten 30 Kilo in Euroboxen transportieren. Das finde ich eine ziemlich coole Idee, wenn man zum Beispiel irgendwelche Schnellwechselsysteme hat oder nicht jedes Mal irgendwie was neu verzurren möchte, gerade für Gewerbetreibende, ist das, glaube ich, eine ziemlich coole Funktion. Und der kann halt, obwohl er abnehmbar ist, so viel tragen. Und wenn man ihn aufhängen möchte, dann muss man natürlich erstmal treffen, dann rastet er hörbar ein, dann dreht man den Hebel einfach wieder zu und der sitzt richtig fest hier drauf. Der hintere Gepäckträger hat ebenfalls einige spannende Details. Erstmal ist es hier mit dem Family Kit ausgestattet. Das heißt mit Fußleisten, diesem Bügel und den Polstern und auch diesen Seitenteil, die normalerweise nicht in der Standardausstattung vorhanden sind. In der Standardausstattung gibt es den Gepäckträger, der das Ganze trägt. Auf jeden Fall ist der für 70 Kilogramm freigegeben und hat hier eine Länge von 60 cm, sodass Euroboxen wirklich haargenau draufpassen. Packtaschen lassen sich hier auf diesen beiden unteren Streben montieren, sodass oben auf dem Gepäckträger trotzdem noch Platz ist für größere Gegenstände, die man da drauf verzurren kann. Dieser obere Bügel des Family Kits ist interessant geformt, denn er fällt hier an der Seite so ein bisschen ab. Hier können die Kinder ihre Arme drauflegen und hier zwischen sind genau 40 cm Platz, um, wie gesagt, eine Eurobox haargenau zu beherbergen. Dieses gesamte Kit ist insgesamt sehr stabil gefertigt, also wenn auch das Fahrrad mal umfallen sollte oder umkippen sollte und da sitzen Kinder hinten drauf, dann sind die hier drin richtig gut geschützt. Ebenso wie Ladung zum Beispiel. In diesem Family Kit kommt dann auch noch diese Polster mit dazu. Die sind sehr schön weich und auch regendicht. Also die saugen sich nicht mit Wasser voll, wenn es doch mal regnet, sondern lassen sich recht einfach abwischen. Das hintere habe ich jetzt einfach mal nicht verschraubt, denn diese Polster werden fest auf diesem Gepäckträger verschraubt. Aber ich nutze das Ganze hier mit einem Kindersitz hinten drauf und hier eignet sich dieser Gepäckträger eben für Kindersitze, die so von der Seite an den Gepäckträger festgekrallt werden. Diese Trittbretter hier unten sind ebenfalls richtig schön groß, sind richtig stabil, hier komplett aus Metall gefertigt und haben hier noch ein spannendes Detail, denn hier ist ein Ausschnitt, wo sich zum Beispiel ganz einfach Kinderfahrräder vorne reinhängen lassen. Und wenn man auf einer Fahrradtour ist, das Kind ist irgendwann müde, möchte nicht mehr so richtig, dann hängt man einfach das Vorderrad hier rein, strapst es hier oben an diesem Bügel fest und setzt das Kind hier einfach hinten drauf und kann dann einfach weiterfahren. Und damit während der Fahrt nichts in die Speichen gerät, sind hier an der Seite diese Platten, die sich einfach montieren und demontieren lassen. Hier mit dem großen Metz-Schriftzug drauf und mit einem Ausschnitt hier, damit man trotzdem das Speichenschloss bedienen kann. Aber durch diesen Gepäckträger kann das Metz E-Packer XL noch mehr. Wir machen jetzt einfach mal den Sattel runter und auch den Lenker und dann sind hier unten auf der
hinteren unteren Seite des Gepäckträgers oder des Rahmens zwei kleine Füße. Und mit deren kann man das Rad dann ganz einfach aufs Heck stellen. Und so bekommt man das Rad jetzt sehr einfach zum Beispiel in den Lift am Bahnhof, oder man kann es ganz einfach irgendwo abstellen, oder man kommt sehr einfach an den Motor und an die Schaltung ran, wenn man irgendwelche Wartungsarbeiten durchführen möchte. Also ich finde es immer wieder gut, wenn ein Longtail diese Funktion bietet, und das Metz E-Packer XL, das steht auch richtig stabil. Und wenn man es wieder runterstellen möchte, einfach die hintere Bremse ziehen, nach vorne kippen. Und schon steht es wieder. Und jetzt, wo wir es gerade mal in der Hand haben, gucken wir uns mal die Sitzgeometrie an. Erstmal wieder auf den Ständer zurück. Das hier ist jetzt die niedrigste Sattelposition und die ist jetzt für Menschen ab etwa 1,60 Meter geeignet. Und wenn man die Sattelstütze ganz nach oben macht, in diese Sitzposition, dann ist es etwa für Menschen bis 1,90 Meter, 1,92 Meter geeignet. Der Lenker lässt sich ebenfalls hier deutlich in der Höhe verstellen. Wir haben hier den bei Schulz verstellbaren Vorbau. Das ist die niedrigste Position, die sich am ehesten, denke ich mal, fürs Parken oder für eine sehr sportliche Sitzposition eignet. Oder aber man stellt ihn eine ganze Ecke höher. Aber auch hier lässt sich dieser Ergotech-Vorbau nochmal in der Neigung verstellen, sodass man auch eine sehr gemütliche Sitzposition hinbekommen sollte, auch wenn man relativ groß ist. Ich steige mal auf. Ich nehme das Rad vom Ständer. Der Einstieg ist ebenfalls angenehm niedrig. Und dann könnt ihr jetzt hier erkennen, machen wir mal so rum, dass der Sattel für mich minimal zu niedrig ist. Also ich bräuchte eine etwas längere Sattelstütze, sitze dann aber sehr angenehm drauf. Der Lenker ist nicht allzu breit, der ist relativ schmal, aber hat eine trotzdem angenehme Krümmung, sodass man eine angenehme Sitzposition hat. Und jetzt, wo wir halt so sitzen, können wir uns ja auch mal den Fahreindruck angucken. Wendig ist es. Ich habe jetzt etwa so 40 Kilogramm Beladung hinten drauf, dann noch mal ein bisschen was hier vorne drauf. Ist schon ziemlich gut beladen und gleich erstmal Kopfsteinpflaster. Ja, und da rumpelt es natürlich im Gebälk, weil es ist halt ein ungefedertes Longtail-Lastenrad. Über Kopfsteinpflaster muss man ein bisschen langsamer rüberfahren, da helfen dann auch die dicken Reifen irgendwann nicht mehr. Hier bei dem Display kann man jetzt natürlich einige Sachen sich anzeigen lassen, Gesamtkilometer etc. und auch den prozentuellen Anteil der Unterstützung. Metz selber sagt, dass der Motor bei 75 Umdrehungen pro Minute am besten funktioniert, also am meisten Drehmoment bereitstellt. Bei 25 km/h fängt die Unterstützung dann wieder an. Geht sanft rein. Erster richtiger Test, der Beschleunigungstest. Wir sind in der kleinsten Übersetzung in dem höchsten Unterstützungsmodus und wir beschleunigen mal. Ja, und 25 km/h. Das hat nicht allzu lange gedauert. Die Unterstützung war auch den größten Teil der Zeit auf 100%. Der Motor beschleunigt gut und was halt auch aufgefallen ist, er gibt keinen Ton von sich. Höchstens so ein leises Flüstern konnte man hören, aber wirklich sehr, sehr leise. Und jetzt auch gerade im normalen Fahrbetrieb, so bei 50% Unterstützung, hört man den Motor wirklich kaum. Wenn man sich jetzt mal in die Kurve lehnt, dann merke ich jetzt hinten drauf, dass da Belastung ist und dass der Radstand auch länger ist als bei einem normalen Fahrrad. Noch etwas länger als bei super kompakten Longtails. Aber das Rad lässt sich trotzdem zielsicher bewegen. Was halt auch auffällt, ist diese kleine Lenkungsdämpfung. Diese Feder, die vorne montiert ist, damit der Lenker im Stand immer gerade ist. Das ist, finde ich, sehr angenehm. Und auch sich selber immer wieder zurückstellt. Also man lenkt schon gegen so einen kleinen Widerstand an. Ist ein klassisches System, das aber sehr gut funktioniert bei diesem Rad. Die Kenda Quick-Reifen, das ist ja ein Kandidat, den ich auch noch nie hatte bei mir. Aber die machen einen ganz guten Eindruck. Also ich bin das Rad jetzt auch schon ein bisschen über ungepflasterte Strecken gefahren. Die bieten eine ganz gute Dämpfung, haben ein relativ grobstöriges Profil. Und auch wenn sie schwer beladen sind, neigen sie nicht zum Springen oder zum Hüpfen, sondern sind insgesamt sehr fest. Zur Pannensicherheit kann ich allerdings jetzt gerade nichts sagen, weil ich hatte noch keine. Und auch in diesem Video erklimmen wir wieder den Jerusalemsberg. Höchste Unterstützungsstufe, relativ wenig Leistung, eine hohe Trittfrequenz, sodass wir den Motor
möglichst gut ausnutzen können. Und wir wollen dann mal sehen, bei welcher Geschwindigkeit wir sind. Wir haben jetzt 19 km/h, 100% Unterstützung des Motors. Ja, genau, bei höheren Trittfrequenzen merkt man richtig, wie der Motor dann das volle Drehmoment zur Verfügung stellt. 14 km/h bringt uns hier bei dem steilsten Stück hoch. Da kann man auch sehen, wie viel Leistung ich trete. Also man muss schon bei dieser Trittfrequenz von 75 sein, damit der Motor sein volles Potenzial entfaltet. Aber es fühlte sich jetzt nicht sonderlich anstrengend an. Er war aber schon etwas langsamer als andere Longtail-Lastenräder mit einem ähnlich starken Motor. Jetzt hier über Unebenheiten. Da merkt man halt, dass die Beladung hinten genau über dem Hinterrad ist und dass das Hinterrad da die Federung übernimmt. Und das kann ein einfaches Rad natürlich nicht ganz so einfach machen wie eine echte Federung oder wie ein federnder Rahmen. Allerdings merkt man auch, dass hinten auf dem Gepäckträger die Ladung ist und stahltypisch der Rahmen teilweise so ein bisschen ins Schwingen gerät. Also bei schnellen Richtungswechseln, dann merkt man, wie die Ladung hinten noch ein bisschen hinterherkommt. Jetzt mal hier so ein bisschen abseits befestigter Wege. Also die Lenkung ist sehr präzise. Jetzt nochmal einen kleinen Kicker nach oben. Wir machen jetzt gleich den Bremstest aus 25 km/h und zwar genau dort vorne an dieser Asphaltkante. Und jetzt. Uff. Das Rad hat jetzt gute 3 Meter zum Stehen gebraucht. Das ist im Longtail-Bereich in Ordnung. Also hinten ist ja die Belastung drauf. Hinten hat es jetzt relativ stark gebremst, aber die Bremsen sind kräftig genug, um ja auch mit höheren Beladungen schnell zum Stehen zu kommen. Und die großen 203 mm Bremsscheiben, die werden sicherlich ihren Teil dazu beitragen. Also das Bremsgefühl dieser Magura MTC Bremsen, das ist gut. Der Hebel ist schön lang und wir haben eine leichte Hebelbetätigung. Also irgendwann, wenn man weit einschlägt, dann meldet sich natürlich die Feder da unten und sagt, nicht so doll. Aber es ist trotzdem bei langsamer Fahrt und bei starkem Einschlag ohne weiteres möglich. Und auch jetzt hier bei höheren Geschwindigkeiten über Schotter macht das Rad das gut mit. Wie gesagt, die Reifen, die haben ein richtig gutes Profil. Auch eine Federgabel vermisse ich jetzt in diesem Falle nicht. Den größten Teil können die Reifen echt gut wegschlucken, wie hier jetzt. Und dementsprechend habe ich auch nicht das Gefühl, eine Federseilstütze zu brauchen. Es ist halt ein wirklich klassisches Stahlfahrrad-Fahrgefühl. Aber wir gehen jetzt mal zurück zu Präsentationsthemen und den Preisen. Das Metz E-Packer XL kostet ab 4.990 € in der Basisausstattung. Hier in dieser Version mit dem Family Kit und auch dem vorderen Gepäckträger kostet es 5.825 €. Es bietet ein insgesamt klassisches Longtail-Gefühl. Ein etwas längeres Heck, es ist nicht ganz so kompakt wie die kompaktesten Räder in seiner Klasse, aber es ist trotzdem so kompakt, dass man es überall verstauen kann. Und ihr habt auch diese tolle Möglichkeit gesehen, es auf dem Heck zu parken und deswegen bietet es einiges an Variabilität. Ich bin mal sehr gespannt, was wir in den nächsten Wochen mit diesem Rad so erleben werden. Was sind jetzt eure Gedanken zum Metz E-Packer XL und was sollen wir in den nächsten Wochen mal machen, um das Rad so gut wie möglich zu testen? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss, bis dann.